Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen Tutorial. Hier möchte ich zeigen, wie man FreeCAD aktuell in der Version 0.20 als Weekly-Build installiert. Da hat sich ein bisschen was getan. Das Programm benimmt sich auf einmal anders, wenigstens unter Linux. Wenn ihr unter Windows sowas auch feststellt oder vielleicht auch nicht, lasst bitte einen Kommentar da, damit auch andere wissen, dass es vielleicht nur für Linux ist oder in Windows genauso. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da, klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne gesehen und sorgt dafür, dass ihr mehr Videos in Richtung 3D-Druck, 3D-CAD angezeigt bekommt. So, damit willkommen bei diesem FreeCAD-Video und dann fangen wir mal an. Ich bin hier auf der Webseite von FreeCAD, auf der GitHub-Seite für die Weekly Builds. Können wir mal gerade schauen. Wenn ich hier zurückgehe, dann sieht man hier, da kann man die normale Version runterladen. Ich, wie gesagt, immer unter Linux, ihr unter Windows, wenn ihr Windows habt, oder Macintosh geht genauso. Okay, dann gibt es hier bei Development Versions die FreeCAD oder FreeCAD Weekly Builds Page. Wenn man darauf klickt, dann kommt man eben auf den GitHub und dort werden einem dann hier die aktuellsten Versionen angezeigt. Und hier bei Linux gibt es hier die Version 28697 und die habe ich vorhin runtergeladen und auch reingepackt. Das heißt, man kann das hier sehen, da sind meine ganzen App-Images und dann ist hier die 28697 die letzte dieser Versionen aus diesen Weekly Builds. Die habe ich startbar gemacht für die Leute, die Linux nutzen und noch nicht so ganz firm sind. Kurz zur Info, also man gibt ein chmod, dann 777 und dann muss man die Datei auswählen. Das heißt, da tippt man ein FRE, einmal Tab-Taste drücken. Ich mache mal gerade oben die Tastenkommandos an. So, dann seht ihr da kommt ein Unterstrich und Weekly. Dann nochmal Tab-Taste. Dann hat er schon das meiste davon geschrieben und dann seht ihr ja da 286. Ja, die neuen auch noch. Und dann habt ihr die ganze Datei. So, dann einfach Enter und dann wird das ausführbar gemacht. Normalerweise ist die Datei bei mir in weiß dargestellt nach dem Download und lässt sich nicht starten. So, die kann man sich jetzt als Icon halt auf den Desktop legen. Wenn ihr gerade da so ein Kratzen hört, das ist mein Hund, der schacht unten auf seiner blauen Unterlage rum. Macht er schon mal. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Und ich starte das jetzt hier. Dann könnt ihr auch sehen, wie man sowas direkt aus der Konsole startet. Das heißt, einmal Punkt, einmal den Slash, dann FR. Genau wie wir es vorhin gemacht haben. Unterstrich weeklybuilds 28697 und Enter. So, hier sieht man, wie es startet. Er macht hier direkt eine kleine Grafik. Dann sieht man, dass es halt ein grafisches Programm ist. Das bleibt aber hier am Laufen. Man kann da immer mal reinschauen. Das kommt aber auch hier unten ins Ausgabefenster. Das heißt, man sieht zwar jetzt nicht, aber alles, was jetzt danach kommt, das kommt, soweit ich das verstanden habe, ins Ausgabefenster. So, wir sind im Part Design Modus und ich möchte jetzt Einstellungen vornehmen. Das ist jetzt so ein FreeCAD, wie man es halt standardmäßig hat. Gucken wir mal gerade, ob das wirklich so ist. Ja, das ist ein Standard. Also machen wir wieder alles schließen, damit das wieder leer ist. Und Werkzeuge und dann haben wir hier den Add-on Manager. Jetzt wird erstmal FreeCAD auf die eigenen Anforderungen konfiguriert. Im Add-on Manager, da werden die Workbenches erstmal installiert, die man meint benutzen zu können oder zu müssen. Und hier dieses 3D-Printing-Tools, das habe ich nicht mehr richtig entfernt bekommen. Ich habe hier schon mal in der Version was installiert, da nicht von irritieren lassen. Das ist irgendein Müll, also das hat sich nicht installieren lassen. Ich kann ja mal versuchen, das jetzt zu installieren. Installiert aktuell.
auf Aktualisierung prüfen. Installiert. Keine Ahnung. Wir machen mal deaktivieren. So, beim nächsten Mal ist sie dann nicht mehr aktiv. Hier steht auch schon deaktiviert. So, was brauchen wir? Also A2 Plus, das macht durchaus Sinn. Das ist so eine Zusammenbau-Workbench. Da gibt es verschiedene, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das hier hat für gewisse Sachen wirklich Vorteile. Also installiert man es ruhig. Also hier auf Installieren klicken. Dann wirklich ein wenig Geduld haben, bis diese Meldung kommt. Dann können wir Schließen machen. So, dann einmal zurück. Und da steht ausstehender Neustart. Den machen wir aber nicht, wir installieren einfach alles. Airplan Design habe ich am Anfang mal immer installiert, aber ich mache zwar Modellflugzeuge, aber dafür brauche ich das nicht. So, Architektur habe ich auch nichts mit zu tun, also machen wir Assembly 3 und installieren. So, da können wir ein Ja klicken, das soll er bitte vorher installieren. Da jetzt wirklich geduldig sein. Jetzt nicht schließen drücken, sondern warten, bis die Meldung kommt. Auch wenn hier oben noch ein Installieren-Knopf steht, das ist ein bisschen komisch. So, dann haben wir Assembly 4. Auch da installieren. Und schließen. So, jetzt kann man hier hin und da sieht man hier, da ist außer hier, das ist glaube ich das von dem Base, ich denke mal von dem Teil am Anfang, dieses 3D Print Workbench, ist hier nichts mehr rot, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, dann ich wechsle mal in FreeCAD und dann haben wir das wieder da im Hintergrund und nicht das Fenster. So, wir haben die Workbench hier installiert. SMD 4. Also mit BEM, das sind BOM ist das, Bill of Manufacturing, BIM. Habe ich wenig zu tun, also lasse ich es weg. So, Bolts, da bin ich nicht ganz sicher, ob sich das installieren lässt. Mal schauen. Doch, hat sich installieren gelassen. Das ist für Verschraubungen, kann man ruhig machen. So, was ist CAD Exchanger? Okay, CAD Exchanger wird sich so schnell keiner installieren, also brauchen wir das Add-on auch nicht. Genauso, das hier wird, glaube ich, was Ähnliches sein. Haben wir auch nichts mit zu tun. CFD und CFD-OF, das sind so Sachen für, ich sag mal, Simulation von Strömungsverläufen etc. Interessant, lasse ich aber erstmal weg. Command Panel, Cube Menü, das brauchen wir alles nicht. Hier, das ist interessant, Curved Shapes. So, da haben sie mittlerweile auch das Videotutorial von Yoko Engineering verlinkt. Der hat da ziemlich viel gemacht und das hier ist ein Beispiel, was immer mitgeliefert wird. Hier so ein Hortenflieger, den kann man halt damit machen. Ich habe damit auch Tragflächen gemacht, das hat gut funktioniert, also installieren. So, dann Curves Workbench, damit habe ich einen Rumpf gemacht, also auch dringend installieren. So, die Featuring
habe ich, glaube ich, keine Anwendung für. Design 456 soll das sein. This will work to develop a direct modeling approach. Können wir... Ne, brauchen wir nicht. So. Das ist auch was mit Simulation für Elektro-Sachen. Estimated Material Quantity. Oder Quality? Ne, Quantity. Exploded Assembly. Fasteners Workbench. Ja, auch was mit Verschraubung. Würde ich vorschlagen zu installieren. Schließen. Feeds and Speeds, das hat was mit wie heißt es hier? Fertigung zu tun, mit genauso. Das brauchen wir nicht. Fem brauche ich erstmal auch nicht. So, FreeCAD Gears Workbench. Jo, die machen wir ruhig mal. Haben wir. Input NURBS. Aus welchem? Rhino. Ich habe keinen Rhino, also brauchen wir das nicht. So, Inventor Loader. Ich habe auch keinen Inventor. Also SAT-Files, da müsste ich noch ein paar sogar haben vom Caddy. Kann man ruhig mal versuchen zu installieren, ob es klappt. Aber da kam vorhin, ich habe das schon mal versucht, eine Meldung, dass man erst ein Python-Modul installieren muss. Deswegen machen wir das später vielleicht. So, KiCad Step Art Workbench. Ich habe auch KiCad da noch nicht viel mitgemacht, aber kann mal nicht schaden. Da sieht man, er hat schon ziemlich viel runterzuladen. So, das haben wir. Launcher, Lithophane. Ja, Lithophane kann man ruhig mal installieren. So, Maker Workbench. Hat, glaube ich, bei mir nie so recht funktioniert. Mars, da kann man sich so Gitarren, Buddies mit konstruieren. Frank Martinez. Na komm, machen wir ruhig mal rein. Okay, hat er. So, das war Mars, Remesh, Remodel. Aid in Remodeling Mesh Objects to FreeCAD Format. Lassen wir erstmal weg. Das hier, das ist so ein, was mit Schule. Mal gucken. Ich glaube, das war Französisch. Mal gucken, ob sich da was getan hat. Ne, alles auf Französisch. Also
lassen wir das mal schön weg. Optics, nö. Was ist 3D-Printer? Das lief auch nicht so recht. Partomagic, das brauchen wir auch nicht. Plotten möchte ich nicht. Puffway kenne ich zwar, habe ich aber unter Linux nie so recht installiert. Unter Windows hatte das so eine schöne Textoberfläche, so ein Window. Unter Linux nicht. Pirate. Render Reporting. Das hat auch nie so ganz funktioniert. Das war die Building 3D Printers vom E-Waste. Das hat auch nie so recht funktioniert. Rocket, Search Bar Selector, Sheet Metal, Workbench. Jo. Machen wir mal rein. So, Ship Workbench, die ist nicht schlecht, aber ich möchte zwar gerne ein Schiff machen, aber das mache ich mit, ich denke mal, den Curve-Sachen. So, Shortcuts, Silk Workbench, jo. Okay, haben wir auch. Slicer Tools, Slope Planes, Steel Cannon Symbols, Tab, Thread Profiles, die machen wir ruhig nochmal rein. Das ist auch was für, um Schrauben halt zu generieren. Habe ich auch mal ein Tutorial zugemacht. So, Web Tools, Workfeature. Okay, damit habe ich eigentlich alles reingepackt, was mir so eingefallen ist bei den Arbeitsbereichen. Dann haben wir hier die Makros und da gibt es schon ein paar ganz nette Sachen. Also hier das 3D Printer Slicer, also das braucht man echt nicht. Exportieren und dann wird automatisch der Slicer gestartet. Das kann man auch ruhig manuell machen. So, Arrow voll. Oh, das ist nicht schlecht. Voll Import and Scale. Das mache ich über DAT Import und mache selber die Skalierung. Das braucht man nicht. Gibt es hier verschiedene Versionen. Der Alias Manager. Ganz wichtig, bitte dran denken, den zu installieren. Den kann man dann nutzen, wenn man halt parametrische Konstruktionen macht, dass man sich diese Tabellen sehr viel einfacher machen kann. Man schreibt einfach hier vorne den Namen des Parameters ein, da schreibt man den Parameter ein, startet das Teil und dann macht das hier Aliasse aus diesen Maßen, wo dann dieser Wert hinterlegt wird, und das kann man sonst alles manuell machen, braucht Stunden dafür. Also ruhig installieren. Add a Toolbar Button. Yes, mach ruhig. Mal gucken, was dabei rumkommt. So. Animated Constraint Animator. Array Copy. Ja, das ist nicht schlecht. Und Jorik, der ist sowieso fit, der gute Mann. So, das haben wir installiert. Jo, kannst du auch ruhig. Das ist neu, dass der die direkt da die einfügt.
So. Bevel. Mal ausprobieren. Klingt nicht schlecht. So. Bounding, Box Tracing, Box Creator. Build Utility. So. Kamera. Kartusch. Center Align Objects. Center. Circle plus. Cross Section. Delta. Also da müsst ihr selber wissen, was ihr davon braucht. Ich weiß, was ich brauche. Ich habe wenig mit DXF zu tun. So, FC Circular Text. Ist zwar nicht super optimal, das Programm, aber man kann es benutzen. Also. Hat er irgendwie nicht installiert gekriegt. Naja. Okay, damit lassen wir das erstmal hier sein. Ich schließe erstmal das und wir starten einmal neu. So, wir sind im Part-Design-Modus. Wir können jetzt Datei neu machen und dann, jetzt weiß man nicht, wo hat er denn jetzt die Icons hingelegt für, okay, schauen wir später. Also, wir haben jetzt hier die verschiedenen Workbenches und die kann man sich jetzt noch sortieren, indem man einfach in Bearbeiten, Einstellungen ist das, soweit ich weiß. Anzeige, Arbeitsbereiche, so, dann hier kann man feststellen, welche Arbeitsbereiche überhaupt geladen werden sollen. Ich glaube, hier war das gar nicht, sondern das ist auch hier bei Werkzeuge Benutzer definiert. Arbeitsbereiche, welche sollen deaktiviert werden, welche in welcher Reihenfolge? Part Design, Mesh Design, Image, das macht Sinn. So, was brauchen wir denn da? Vielleicht noch eher den Sketcher, den möchte ich auch mal gern oben haben. Nach Draft. Ja, Assembly-Sachen, die machen wir ruhig drunter. Arch. Das kommt ganz unten hin.
brauchen wir nicht. Surface, Draft, Sketcher, Drawing, okay. Assembly, FEM kann ruhig da stehen bleiben. Dann machen wir uns hier die anderen Assembly A2 Plus. Du kommst bitte nach oben. Da habe ich gerade noch was gesehen. So, dann da war Spreadsheet. Das brauchen wir auch ziemlich häufig. Gucken wir mal, wo machen wir es hin? Das machen wir ruhig unter Part Design. Assembly 3. Assembly 4. Das kommt dahin. So, FEM-Glider. Das braucht kein Mensch. Eine interessante Sache. Mir auch nicht. Inspection. Das kommt auch mal nach unten. OpenSCAD. Habe ich auch wenig mit zu tun. Path, ja, da werde ich mich mal mit befassen. Points. Robots. Habe ich auch wenig Bezug mit. So, dann Test Framework Web. Die Curved Shapes, diese Sachen, die müssen viel höher. Gucken wir mal wohin. Die machen wir mal noch vor. Die Curved Shapes. Dann haben wir noch was mit Curves hier. Die Curved Workbench. Oder habe ich vergessen, die zu installieren? Dann kann man immer noch nachinstallieren. Gucken wir mal gerade. Die Sachen mit. So, die machen wir ruhig dahin. Gear, das kommt auch mal ruhig da oben hin. Schwarz. Da sind die Curves. Okay, die kommen unterhalb von da, genau. Curved Shapes, Curves. Die können wir ruhig noch darüber setzen. Thread Profiles. Dann haben wir noch die Fasteners. In den Startpoints, Web, Lithophane, Sheet Metal, Silk. Silk ist ziemlich schwierig, das kann man ruhig hier unten stehen lassen. Das auch. Ich denke, wir sind soweit durch. Da fehlte noch was. Ich hatte so einen Arbeitsbereich installiert, der hieß nicht Fasteners. Ich denke, der hat er nicht richtig installiert bekommen. Okay, wir schließen das einfach hier. Beenden einmal FreeCAD, starten FreeCAD einmal neu. So, dann können wir
mal gerade hier reinschauen, was hat er denn hier anzumotzen? Local Share FreeCAD 3D Printing Tools disabled by presence of add-on disable. Ja. Hast du recht. Und Datei neu. Und jetzt kann man hier ganz normal anfangen zu konstruieren. Machen wir kurz eine kleine Einweisung noch, was ich empfehle hier anzupassen. Also ihr werdet immer wieder zwischen Part und Part Design Mode wechseln müssen. Und es macht Sinn, im Part Design Mode eine neue, das nennt sich hier, gucken wir mal gerade, Benutzer definiert, eine neue Symbolleiste zu generieren, die Sachen aus dem Part-Modus hier aufrufbar macht. Und zwar, das sind folgende Funktionen. Punkt 1 sind das hier die Boolschen Operationen. Das ist nicht so dringend, da kann man ruhig in den Part wechseln, aber das ist hier Boolsche Operation, die Differenz, die Vereinigung, der Schnitt. Die machen auf alle Fälle Sinn. Dann macht es sehr viel Sinn, bei Formteil Create a Copy die Form aufbereiten zu belegen als Icon und das als Icon im Part und im Part Design Modus. Jetzt hat nicht jeder hier so einen breiten Bildschirm wie ich. Man kann also diese Icons sich jetzt hier auch zusammenlegen. Dann wird das hier unten kleiner, aber man hat hier nicht so eine breite Leiste. Muss jeder für sich rausfinden. So, ich gehe jetzt wieder in den Part Design Modus und dann machen wir hier kurz mal die neue Benutzer definiert, die neue Symbolleiste. Okay, wir sind im Part Design Modus, machen eine neue, die nenne ich Part. Und jetzt kann ich hier, da sehe ich hier oben den Überbegriff Datei zum Beispiel und hier welche entsprechenden Funktionen ich hier reinlegen kann. Und da muss man jetzt ein bisschen suchen. Und zwar Formteil, das klingt ganz gut. Und da haben wir schon die Boolschen Operationen und so weiter. Das heißt, Boolsche Operation, Boolean Fragments, nee. Abschrägung, Geometrie überprüfen, ja. Ich glaube, die kann ich hier jetzt auch noch entsprechend umsortieren. Ja, das ist ganz gut. So, Farbe pro Fläche habe ich noch nie benutzt. Den Schnitt brauchen wir. So, dann brauchen wir die Differenz. Also wir haben Schnittdifferenz und es fehlt noch die Vereinigung. Extrudieren. Ne, brauchen wir nicht. Dafür kann man drüber wechseln. Aber die Vereinigung. So. Das löschen linear messen. Mit den Versätzen. Das machen wir besser auch wirklich, indem man in den Part-Modus wechselt. Und da haben wir Form aufbereiten. Das ist mit die wichtigste Funktion, die wir hier brauchen. So, das soll reichen. Ich schließe das Ganze. Und dann habe ich das hier auch. Ach, guck mal da ist es hingekommen, der Alias Manager. Und hier sind meine auch dazu gekommen. Und den kann ich, das ist jetzt eins, was FreeCAD angelegt hat. Das können wir uns ruhig hier vorne hinlegen und die packen wir uns auch dahin. So, dann das Teil braucht man nie, das können wir uns hier oben hinpacken.
Okay, wechseln wir in den Part-Modus und da gehen wir jetzt auch her, Werkzeuge, Benutzer definiert, Symbolleisten und machen eine neue und die nennen wir Form aufbereiten. Nehmen wir einfach Form und dann wechseln wir hier wieder in Formteil, gehen so weit nach unten, wo dieses Teil war. Da ist es, Form aufbereiten, Doppelklick. Ne, man muss wirklich hier den Form aufbereiten und schließen das Ganze. Und das Teil, das lege ich mir jetzt mal hier hin. Kann man ruhig da vorne stehen lassen. So, das heißt, ich habe jetzt hier die Funktion Form aufbereiten im Part Design Modus auch und da habe ich noch die boolschen Funktionen aus dem Part Modus. Jo, mehr muss man eigentlich, also das sind schon gute Voraussetzungen, um besser mit FreeCAD arbeiten zu können. Machen wir kurz mal ein Beispiel, was ich meine mit diesen Funktionen hier. Also wir erzeugen erstmal im Part Design Modus einen neuen Körper und da machen wir eine neue Zeichnung. Die machen wir, das können wir entweder hier oder wir können auch dahin klicken. Dann, ich weiß jetzt gar nicht, hat er XY genommen? Jo, hat er. Und dann kann man hier jetzt sagen, okay, was will ich konstruieren? Irgendein Körper. Das soll so ein Sechseck werden. Das hier wird horizontal und das Maß hier. So, die empfehle ich jetzt auch, sich besser anzuordnen. Schauen wir mal. So. Gucken, ob ich den noch darüber rutschen kann. Ne, doch, das geht. Gucken. Ne, das macht er nicht. Okay, ist nicht weiter schlimm. Also, hier habe ich jetzt meine Einschränkungen und hier, was ich konstruieren möchte. Also Linie, Kreis und so weiter. Und dann haben wir die selektiert und dann wird hier diese Funktion hier genutzt. Und das wird 50 mm und schon ist das eingeschränkt komplett. Schließen, daraus machen wir eine Aufpolsterung. Dabei bitte darauf achten, wobei den habe ich doch nicht den zu nehmen, der ist jetzt hier Gott sei Dank auch hier oben, und den zu nehmen. Die sehen so ähnlich aus, da klickt man schon mal falsch drauf. Also immer Aufpolsterung und 10 mm, das übernehme ich jetzt so und habe diesen Körper hier konstruiert. So, dann hier. Okay, Auswahlansicht. Das können wir uns mal schön klein machen. So, hier wichtig ist in den Ansichten immer das Richtige zu wählen. Aufgaben und Modell. Und hier hat man dann diesen Baum und da sieht man auch hier so, das ist auch neu, dass man das, wenn man so drauf geht, so durchsichtig sieht. Jetzt möchte ich hier Löcher reinmachen, aber die will ich nicht einfach so da reinmachen, sondern ich will ein zweites Objekt konstruieren, also einen zweiten Körper. Ich deselektiere das, mache den neuen Körper und dann fangen wir hier mal an mit einer Datum Plane, das ist das hier. Und wichtig ist auch immer hier, das ist das Koordinatensystem. Das kann man sich anzeigen lassen und dann kann man diese zum Beispiel selektieren. So ist die selektiert. Dann Datum Plane. Dann kriegt die Datum Plane hier auch direkt wird die hier mit XY Plane verbunden und dann kann ich jetzt hier
in Z-Richtung das nach oben fahren, die Datum Plane auf 10. Da ist sie sichtbar, da sieht man da oben, da liegt sie drauf. Und das kann ich jetzt mit OK bestätigen. Dann machen wir die wieder unsichtbar. Und auf diese Datum Plane will ich jetzt eine Zeichnung machen. Und zwar ein Rechteck. So, das soll symmetrisch sein. Das machen wir entweder Taste S oder diese Funktion hier. So, dann kriegt das hier ein Maß. Wo ist da? 20 mm. Schließen und erzeugen daraus jetzt eine Aufpolsterung. Und die geht aber... Okay, was man hier sieht, hier ist noch nicht alles in der richtigen Sprache. Das Show Direction, also das ist, hier oben sieht man, dass es auf Deutsch eingestellt ist und hier, okay, da, die soll reversed sein, also nach innen reingehen und, okay, jetzt habe ich hier zwei Körper, einmal den und aus denen kann ich mit dieser Funktion vom Aufbereiten ganz einfach solche Körper machen, die haben dann nicht mehr die Zeichnung drin und so. Die sind aber immer noch davon abhängig. Und jetzt kann ich hier gehen, den Körper und diesen Körper, das mit Steuerung selektieren und kann nun hier im Part-Modus die Funktion Differenz auswählen. Und dann mache ich da, säge ich das da raus und habe jetzt die Möglichkeit, nachträglich diese Körper abzuändern. Und dann ändert sich das auch in dem entstehenden Objekt. Das heißt, ich habe diesen Körper und ich habe das Cut daraus. Warum macht das Sinn, das so zu machen? Das macht Sinn, weil es gibt schon mal im Part-Design Sachen, die nicht funktionieren, die aber mit den boolschen Operationen von Part-Modus machbar sind. Deshalb ist es sinnvoll, bei gewissen etwas komplizierteren Sachen ruhig ein Body zu verlassen und ein solches 3D-Objekt hier daraus zu machen und mit dem weiterzuarbeiten. Das hat sich bei der Konstruktion vom Rumpf, um die Kabinenhauben-Ausschnitt da rauszuschneiden, da hat sich das halt sehr bewährt. Dann hat man immer einen Rumpf ohne den Kabinenausschnitt als Original und kann vielleicht auch verschiedene Kabinenausschnitte generieren, ohne jeweils den Rumpf komplett kopieren zu müssen. Also durchaus sinnvoll. Okay, ich hoffe, das hat euch hier geholfen. Wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, lasst doch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial. Da möchte ich ein bisschen mehr was für Anfänger machen, also wie man mit FreeCAD eben am besten arbeitet, wenn man zum Beispiel ein Teil in der Hand hat, was man nachkonstruieren möchte. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.